In den Nachrichten folgt eine Katastrophe auf die andere. Die Welt wird immer schlechter. Aber ist das wirklich so? Nein, das Gegenteil ist der Fall. Darum stelle ich dir heute Factfulness vor. Lass dich überraschen. Factfulness ist ein aufschlussreiches Buch, das von Hans Rosling, einem schwedischen Arzt und Statistiker, gemeinsam mit seinem Sohn Ola Rosling und seiner Schwiegertochter Anna Rosling-Röllund verfasst wurde. Das Buch basiert auf der Prämisse, dass die meisten Menschen ein falsches Bild von der Welt haben, insbesondere wenn es um globale Trends und Entwicklungen geht. Wir neigen dazu, die negativen Aspekte zu übertreiben und die positiven Fortschritte zu übersehen. Hans Rosling fordert uns auf, die Welt nicht mehr in einfache Kategorien wie entwickelte und sich entwickelnde Länder einzuteilen, sondern stattdessen 4 Einkommensstufen zu verwenden. Diese Sichtweise wird durch die Beschreibung von 10 Instinkten untermauert, die unser Verständnis der Welt trüben. Was ist Factfulness? Factfulness ist ein Konzept, das auf der Idee beruht, nur solche Meinungen zu vertreten, die durch solide und überprüfbare Fakten gestützt werden. Es handelt sich um eine Sammlung von Denkwerkzeugen, die uns helfen, Informationen besser zu analysieren und zu verarbeiten, um zu einem fundierten Verständnis der Welt zu gelangen. Die Autoren zeigen, dass die Welt, obwohl sie immer noch vor großen Herausforderungen steht, sich in vielerlei Hinsicht kontinuierlich verbessert. Die 10 Instinkte, die unsere Sicht auf die Welt verzerren. Erstens, der Kluftinstinkt. Dieser Instinkt beschreibt die menschliche Tendenz, die Welt in einfache Gegensätze wie Gut und Böse oder Reich und Arm zu unterteilen. Dies führt dazu, dass wir die Unterschiede zwischen diesen Gruppen übertreiben und die Vielfalt innerhalb der Gruppen übersehen. Rosling argumentiert, dass die traditionelle Unterscheidung zwischen entwickelten und sich entwickelnden Ländern veraltet ist, da die Mehrheit der Weltbevölkerung inzwischen irgendwo in der Mitte angesiedelt ist. Statt in 2 Kategorien zu denken, schlägt Rosling vor, die Welt in 4 Einkommensstufen einzuteilen, die eine realistischere Darstellung des globalen Wohlstands bieten. Zweitens, der Negativitätsinstinkt. Menschen neigen dazu, sich stärker auf negative Ereignisse zu konzentrieren und diese zu verinnerlichen. Dies führt zu der falschen Annahme, dass die Welt sich verschlechtert, obwohl viele Statistiken das Gegenteil belegen. Rosling zeigt anhand zahlreicher Beispiele, wie sich die Welt in wichtigen Bereichen wie Kindersterblichkeit, Bildung und Gesundheit verbessert hat. Der Negativitätsinstinkt macht es uns schwer, diese Fortschritte wahrzunehmen, da wir uns instinktiv auf negative Nachrichten konzentrieren. Drittens, der Gerade-Linie-Instinkt. Wir neigen dazu, Trends als linear zu betrachten und erwarten, dass sie sich in einer geraden Linie fortsetzen. Dies führt zu falschen Schlussfolgerungen, da in der Realität viele Trends Kurven- oder Wellenbewegungen folgen. Um diesen Instinkt zu überwinden, sollten wir uns daran erinnern, dass Veränderungen oft nicht linear verlaufen und dass wir immer den größeren Zusammenhang betrachten müssen, um Trends richtig zu verstehen. Viertens, der Angstinstinkt. Angst ist eine natürliche Reaktion, die unseren Vorfahren das Überleben sicherte. Doch in der heutigen Welt führt dieser Instinkt oft dazu, dass wir Gefahren überbewerten und irrational handeln. Rosling zeigt auf, wie die Medien diese Angst verstärken, indem sie vor allem über seltene, aber dramatische Ereignisse berichten.
Um den Angstinstinkt zu überwinden, sollten wir uns auf die tatsächlichen Wahrscheinlichkeiten und Risiken konzentrieren, anstatt uns von Ängsten leiten zu lassen. 5. Der Größeninstinkt. Menschen haben Schwierigkeiten, die Bedeutung großer Zahlen richtig einzuordnen. Dies führt dazu, dass wir die Bedeutung einzelner Ereignisse oder Statistiken überbewerten, ohne sie in den richtigen Kontext zu setzen. Rosling empfiehlt, Zahlen stets im Verhältnis zu anderen Größen zu betrachten, um ihre wahre Bedeutung zu verstehen. 6. Der Verallgemeinerungsinstinkt. Der Verallgemeinerungsinstinkt lässt uns dazu neigen, Einzelheiten zu übersehen und Dinge oder Menschen, die tatsächlich sehr unterschiedlich sind, in eine Kategorie zu stecken. Dies kann zu Missverständnissen führen, wenn wir beispielsweise Länder oder Kulturen verallgemeinern. Rosling ermutigt uns, offen für neue Erfahrungen zu sein und die Vielfalt der Welt zu schätzen, anstatt uns auf Stereotypen zu verlassen. 7. Der Schicksalsinstinkt. Dieser Instinkt führt dazu, dass wir glauben, bestimmte Menschen oder Länder oder Kulturen seien dazu bestimmt, auf eine bestimmte Art und Weise zu sein. Rosling argumentiert, dass dies eine falsche Vorstellung ist, da sich Gesellschaften und Kulturen ständig weiterentwickeln. Wir sollten uns bewusst sein, dass Veränderungen oft langsam geschehen und nicht sofort sichtbar sind, aber dennoch real und bedeutend sind. 8. Der Einzelperspektive-Instinkt. Menschen neigen dazu, sich auf eine einzige Perspektive oder Lösung zu konzentrieren, was zu einem verzerrten Verständnis der Welt führt. Rosling fordert uns auf, immer mehrere Perspektiven in Betracht zu ziehen und offen für neue Informationen zu sein, die nicht in unser bisheriges Weltbild passen. Dies hilft uns, ein umfassenderes und realistischeres Verständnis von komplexen Problemen zu entwickeln. 9. Der Schuldzuweisungsinstinkt. Wir suchen oft nach einfachen Erklärungen für negative Ereignisse und neigen dazu, die Schuld auf einzelne Personen oder Gruppen zu schieben. Dieser Instinkt verhindert, dass wir die wahren, oft komplexen Ursachen eines Problems erkennen und effektiv angehen. Rosling betont, dass wir uns stattdessen auf Systeme und strukturelle Ursachen konzentrieren sollten, um nachhaltige Lösungen zu finden. 10. Der Dringlichkeitsinstinkt. Wenn wir eine Bedrohung wahrnehmen, verspüren wir den Drang, sofort zu handeln. Dieser Instinkt kann jedoch zu überstürzten Entscheidungen führen, die oft nicht gut durchdacht sind. Rosling rät, sich mehr Zeit zu nehmen und die Situation gründlich zu analysieren, bevor man handelt. Besonders wichtig ist es, Vorhersagen kritisch zu hinterfragen und nicht in Panik zu verfallen. Fazit: Factfulness lehrt uns, dass die Welt oft weniger dramatisch ist, als sie erscheint. Indem wir unsere instinktiven Reaktionen auf Informationen hinterfragen und uns auf gut belegte Fakten stützen, können wir ein klareres und weniger stressiges Bild der Welt entwickeln. Diese Methode, die Rosling als Factfulness bezeichnet, hilft uns nicht nur, die Welt besser zu verstehen, sondern auch bessere Entscheidungen zu treffen. Sie fordert uns auf, die überdramatisierte Weltsicht abzulegen und eine realistischere, auf Fakten basierende Sichtweise anzunehmen. Dies führt zu einer ausgeglicheneren Wahrnehmung der Realität und ermöglicht es uns auf die tatsächlichen Herausforderungen und Möglichkeiten zu konzentrieren, ohne uns von irrationalen Ängsten leiten zu lassen. Durch das Erlernen und Anwenden von Factfulness können wir nicht nur unsere eigene Sichtweise ändern, sondern auch anderen helfen, die Welt in einem positiveren und genaueren Licht zu sehen.
Das Buch ist eine Einladung, die Welt mit neuen Augen zu sehen und die Fortschritte zu schätzen, die wir als globale Gemeinschaft bereits gemacht haben, während wir uns gleichzeitig den Herausforderungen bewusst bleiben, die noch vor uns liegen. Die Nachrichten, nicht nur in Deutschland, sind ja quasi von Ideologen gefärbt. Wesentliche Fakten werden übersehen, auf jeden Fall nicht vermittelt. Die Welt ist anders. Damit du verstehst, was auf der Welt passiert und in der Lage bist, die richtigen Entscheidungen zu treffen, habe ich ein neues Format entwickelt. Der Name ist Global Asset Compass. Übersetzt heißt das schlicht globaler Vermögenskompass. Denn was wirklich zählt, ist nicht die Politik, sondern die Ökonomie. Weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass Schwellenländer ein wesentlich höheres wirtschaftliches Potenzial aufweisen, investiere ich seit vielen Jahren bevorzugt dort. In meinen Beiträgen werde ich mich mit den wirtschaftlichen Entwicklungen in Weltregionen befassen, die nicht im Fokus des Geschehens sind. Anlegertipps gebe ich dir nicht. Aber wenn du weißt, woher der Wind weht, kennst du die Richtung, in die du segeln kannst. Wie denkst du über das Thema? Schaust du dir noch Nachrichten an? Lass doch einen Kommentar da. Wenn dir mein Beitrag gefallen hat, dann lass doch ein Like da. Vergiss nicht, Infoien zu abonnieren, damit du in Zukunft keine Folge verpasst. Wir sehen uns am nächsten Sonntag, wenn es wieder heißt, ein Deutscher in Georgien. Tschüss!